Die Starlink Mini, sie ist jetzt endlich da und verfügbar. Die Vorgänger, die haben mich im Campingbereich überhaupt nicht überzeugt. Diese hier will das ändern und will das besser machen und das schaue ich mir natürlich ganz genau an. Vor allem, wie man sie mit USB-C betreiben kann, denn das wäre für mich ein wirklicher Gamechanger. Ob das alles funktioniert, wie es geht und vor allem, was sie auch leisten kann am Ende, das schaue ich mir an. Und wenn dich das auch interessiert, dann freue ich mich, wenn du dran bleibst. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um dieses kleine Ding hier, Starlink Mini. Es soll der neue Halsbringer von Elon Musk sein, was das Thema Internet für uns Camper betrifft. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Video gedreht und da ging es um das beste Internet im Wohnmobil. Was hat sich da alles getan? Und da gab es auch immer, gerade auf der Webseite von Starlink, eine Reiseeinheit und die habe ich auch ausprobiert. Und ganz ehrlich, die ist bei mir nicht so gut weggekommen. Aus verschiedenen Gründen. Wen es interessiert, der schaut sich gerne das Video nochmal an. Deswegen auch, by the way, nochmal gesagt, ich werde natürlich nicht von Starlink gesponsert. Da musste ich auch in die Tasche greifen, wie jeder andere auch. Das mache ich generell so bei meinen Videos. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich entsprechend darauf hinweisen. Das ist mir ganz wichtig, weil das jetzt wieder nur ein Video ist, das nur um Starlink geht. Warum? Weil das gerade ganz neu rausgekommen ist. Und das verspricht jetzt eben ganz anders zu sein als die Systeme vorher. Es soll leicht und klein sein. Es soll mit 12 Volt alles funktionieren. Dass es kleiner und leichter ist, das sehen wir schon allein an der Verpackung, wenn da alles drinnen sein sollte. Und naja, bevor wir jetzt lang rumtun, verrate ich euch erstmal die Gliederung des Videos. Und die ist ganz einfach. Im ersten Teil schauen wir uns mal die Spezifikationen an von diesem kleinen Teil. Dann installieren wir es und bauen es auf und dann testen wir es natürlich. Zu allerletzt dann noch mein Fazit und dann sind wir auch schon wieder durch. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir fangen an mit den Spezifikationen. Dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Bei den Spezifikationen möchte ich mit dem Lieferumfang beginnen, weil der ist ja auch schon sehr speziell. Wir machen das alles hier mal auf und alles, was ich habe, ist hier einmal der Stecker für 230 Volt. Da bin ich schon mal nicht so begeistert für. Dann haben wir hier die Antenne selbst. Und da sieht man schon, die ist wirklich sehr, sehr klein und auch super leicht. Und wir haben dabei ein Kabel und nochmal eine zusätzliche Halterung mit einer Schelle, dass ich das Ganze an ein Rohrsystem zum Beispiel verankern kann. Und das wird dann alles hier eingeklemmt. Mehr gibt es nicht. Das ist nämlich das Besondere dran. Hier ist der Router zum Beispiel schon direkt integriert. Ein Teil. Was ich jetzt noch vermisse, ist das Teil, wo ich USB-C zum Beispiel anschließen kann, um es mit 12 Volt zu betreiben. Naja. Da werden wir uns im Praxistest nochmal genauer mit befassen. Wir machen jetzt mal weiter mit den einzelnen Spezifikationen. Weitere Spezifikationen. Einmal natürlich wichtig das Gewicht. Wir reden hier mit dem Kabel und dem Ständer von 1,5 Kilogramm in etwa. Also deutlich leichter als die Versionen davor. Und wie es auch schon der Name Mini verrät, sind die Abmessungen etwas geschrumpft. Und zwar haben wir in der Länge keine 30 cm, in der Breite keine 26 cm und tief ist das auch nicht mal 4 cm. Das Besondere an der Mini ist jetzt aber, dass sie sich nicht nur mit 230 Volt versorgen lässt, sondern eben jetzt auch neu mit USB. Dafür gibt es dann ein spezielles Kabel von Starlink, man kann sich aber auch selber behelfen, das werden wir gleich nochmal sehen. Das Kabel braucht dann einen DC5521 Stecker mit 100 Watt, mindestens 20 Volt bei 5 Ampere. Eine weitere Information, die auch sehr, sehr spannend ist, dass in der Antenne bereits der WLAN-Router integriert, also verbaut ist. Und das bedeutet, ich habe also kein zusätzliches Gerät mehr, so wie das früher der Fall war. Wir haben hier ein WLAN der 5. Generation verbaut und ich habe es einfach mal so ein bisschen ausprobiert, um den Praxistest schon mal vorwegzugreifen. Wenn du da auch ein bisschen weiter von entfernt bist, also ich habe jetzt bis zu 15 Meter, dann habe ich hier immer noch richtig guten Empfang, selbst durch das Auto durch. Also insofern macht das schon absolut Spaß und ist meines Erachtens ausreichend. Des Weiteren ist aber auch noch mal eine Ethernet-Anbindung vorhanden. Das bedeutet, ich kann mit einem Ethernet-Kabel da reingehen und könnte mir dann auch noch mal einen neuen eigenen externen Router legen, wenn ich denn da Bedarf hätte. Ja, und eine Sache ist natürlich noch wichtig, das ist der Preis. Beim Preis reden wir von 399 € einmalig für die Hardware und dann haben wir natürlich noch laufende Kosten und da gibt es jetzt 3 verschiedene Modelle. Einmal gibt es hier den Mobile Regional für 59 € pro Monat. Diesen habe ich ausgewählt. Ich hoffe, dass der für mich dann auch in Italien noch funktionieren wird. Das werden wir alles ausprobieren. Es gibt den für 40 €. Das ist der Mini-Reise. Der ist dann allerdings auf 5 GB beschränkt. Und dann gibt es noch den Business-Tarif. Dieser kostet dann 248 € im Monat. Dafür hast du dann auf den ganzen Kontinent Flat und die ersten 50 GB sind Priority. Ja, und das kannst du dann natürlich aufstocken. Nach oben hin sind keine Grenzen, wie das halt immer so ist.
Naja, und die anderen Features, die findet ihr dann alle auf meiner Webseite, weil ich will hier kein Feature-Fucking machen, sondern ich will es in erster Linie ausprobieren. Lasst uns als erstes mit der Installation beginnen. Ich mache das Ganze jetzt über 230 Volt, denn was anderes ist ja erstmal nicht dabei. Keine Angst, wir kommen gleich nochmal auf andere Lösungen. Und als erstes friemel ich mal die Kabel zusammen. Ja, und jetzt mache ich eigentlich nur noch Folgendes. Ich aktiviere erstmal meinen Wechselrichter, dass ich wieder 230 Volt habe. Da gehen wir gleich mal drauf. Zack, so, da haben wir das. Jetzt müsste hier automatisch Strom drauf kommen. Und jetzt öffne ich meine Starlink-App. Jetzt haben wir den Strom, ich habe es gerade gehört. Einrichtung starten. Wir nehmen die Mini natürlich, bestätigen. Finden Sie einen Satelliten mit auf Hindernisse prüfen. Starlink möchte auf die Kamera zugreifen. Ja, Logo. Das sieht ja witzig aus. Mit Starlink WLAN verbinden, Einstellungen öffnen, ist auch relativ simpel, da haben wir es auch schon, Starlink. Okay, also dann vergeben wir erstmal einen Namen für das Netzwerk. Wir sind online. Ernsthaft jetzt? Das ging aber ratzfatz. Aktualisierung wird heruntergeladen. Okay, jetzt müssen wir eine Aktualisierung herunterladen. Also wir haben ein Update. Sind wir jetzt bei 44%. Das machen wir natürlich auch noch durch. Ah, muss ich gar nichts mehr. Das ist ja toll. Ah, schaut mal, da kann ich sogar rumspielen. Okay, wie so ein kleines Laserschwert. Ui, toll. Ja, und damit ist jetzt eigentlich die Konfiguration schon abgeschlossen. Wir können jetzt noch auf den Geschwindigkeitstest gehen. Gucken wir nochmal. Ah, oh. Und er ist schon deutlich anders als vorhin. Obwohl ich gar nichts verändert habe, ne? Perfekt, alles klar. Ja, und damit kann man sagen, ist die Konfiguration auch wirklich schon abgeschlossen und du kannst anfangen damit zu arbeiten. Das Ganze hat am Ende jetzt circa 15 Minuten gedauert. 15 Minuten deswegen, weil ich abwarten wollte, dass das Update drauf gespielt ist und so weiter. Es ist schon richtig, das reine Installieren dauert vielleicht 5 Minuten. Alles, was du brauchst, ist eben Strom, ist irgendwie ein Blick in den freien Himmel und dein Device, dein Mobile Device, um das Ganze einzurichten. Und dann kann es auch schon losgehen. Und das testen wir jetzt mal auf Herz und Nieren. So, und wir beginnen jetzt direkt mit dem Test und zwar als erster ein Speed-Test. Wenn die Antenne hier draußen steht, also ja, mit möglichst freier Sicht nach oben natürlich, und ich habe hier Speed-Test. Ich werde die 3-mal so durchführen, damit wir einen Durchschnittswert haben und damit ihr da auch einen Anhaltspunkt habt. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Wie gesagt, die Antenne ist draußen. Wir messen natürlich den Download, aber auch den Upload. Beides ist ja womöglich wichtig für uns. Und im Durchschnitt hatte ich hier etwa 90 im Download und ca. 20 im Upload. Das sind also jetzt für uns die Ergebnisse, wenn die Antenne draußen steht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sich das Ganze verhält, wenn wir die Antenne bei uns aufs Dach legen. Deswegen machen wir das als nächstes. Gut, die Antenne ist oben einfach auf dem Dach liegend und wir legen wieder los mit dem Speedtest. 3 Stück an der Zahl machen wir. Und das war ein bisschen kurios, obwohl die Sicht eigentlich besser war, aber vielleicht war es auch ein bisschen bewölkter, hatte ich hier um die knapp 80 im Download im Durchschnitt und beim Upload hatte ich nur 10 im Durchschnitt. Und jetzt machen wir noch was ganz Wildes, denn jetzt möchte ich mit euch mal die Antenne reinholen und einfach unter das Häkchen legen. Also ich mache das Fenster zu und lasse dann die Antenne einfach mal laufen. Warum habe ich das vor? Naja, aus 2 Gründen. Einmal zum Thema Winter. Ich habe trotzdem hier eine Enteisung drinnen. Das bedeutet aber, natürlich hat die Antenne keinen Eissensor, sondern die macht das einfach temperaturabhängig. Das bedeutet, sobald ich da auf wahrscheinlich 2-3 Grad komme oder eben drunter, dann wird die heizen. Und das verbraucht natürlich eine Menge Energie. Und jetzt ist mein Ziel zu sagen, wenn ich weiß, mein Häkchen ist einigermaßen frei, dann lege ich das einfach unten rein und dann spare ich mir diese Hitze. Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Kann ich dann natürlich auch erst im Winter entsprechend testen. Naja, und die zweite Geschichte wäre für mich ganz interessant. Ich möchte das nachher alles beim Fahren auch noch ausprobieren. Und da kann ich sie natürlich nicht einfach aufs Dach legen. So, deswegen holen wir sie wieder rein.
Okay, und jetzt liegt die Antenne also unter dem Dachfenster, das auch ehrlicherweise nicht extra gereinigt wurde dafür. Und wir gucken mal, ob das überhaupt funktioniert. Speedtest, go! Ja, und hier war das Ergebnis minimal schlechter. Wir hatten circa 70 im Download und ein bisschen unter 10 im Upload. Okay, wenn es so schon so gut ist, dann will ich jetzt natürlich noch den nächsten Test wagen. Und zwar ist es jetzt relativ gut eingeklemmt, relativ. Und ich will damit jetzt einfach mal auf Fahrt gehen und das Ganze mal während der Fahrt ausprobieren und testen, weil ich verspreche mir davon auch noch mal einiges. Das wäre natürlich der absolute Knaller. Und wenn das funktioniert, liebe Leute, so natürlich niemals nachmachen. Aber wenn das funktioniert, dann werde ich mir natürlich überlegen, ob ich das nicht doch mal fest montieren möchte auf dem Dach. Ja, und jetzt wird's richtig wild, denn hier hatte ich auf einmal ganz kuriose Ergebnisse. Einmal 200 Mbit so im Durchschnitt beim Download und 50 beim Upload. Und dann hatte ich sogar einmal knapp 500 Mbit pro Sekunde im Download und weiter wieder 50 im Upload-Bereich. Das, Leute, das muss ich jetzt aber nochmal intensiv und ausführlich testen und das über einen längeren Zeitraum. Und dann werdet ihr da von mir nochmal diesbezüglich ein Update bekommen. Also selbst bei der Fahrt hat das richtig gut funktioniert, das ist ja schon mal cool. Wobei man muss jetzt auch dazu sagen, ich bin jetzt nur so 10 Kilometer hier im Umkreis gefahren. Das Ganze werde ich jetzt die nächsten Wochen mal testen. Jetzt geht es mir aber noch um eine andere Geschichte und zwar um dieses Kabel. Denn das stört mich ehrlicherweise total. Das läuft immer noch nur auf 230 Volt. Und eigentlich war ja der Sinn der Sache, dass das Ganze jetzt auch mit 12 bis 48 Volt funktionieren sollte. Und daher muss ich mir jetzt selber ein bisschen was basteln, weil es einfach noch kein entsprechendes Kabel vom Hersteller gibt. Und was brauche ich dafür? Ich brauche einmal ein gutes USB-C-Kabel. Was heißt gut? Gut bedeutet einfach nur, da sollten schon 100 Watt durchgehen können. Und dann habe ich hier noch ein spezielles Kabel. Ihr kennt es vielleicht zum Beispiel, um Powerstations zu laden. Das Ganze hier ist ein DC5521 Stecker. Das bedeutet nichts anderes als die Abmessungen. Und zwar hat der 5,5 mm auf 2,1 mm. Das ist ganz wichtig, weil sonst passt ihr nicht in die Buchse eurer Starlink Mini. Und was ihr dann noch braucht, damit ihr das hier mit dem hier zusammen bekommt, das ist dieser USB-C Trigger. Was macht der? Der sagt, mal ganz einfach gesagt, einfach nur der Stromquelle, hey, Stromquelle, ich bin ein Gerät und ich brauche jetzt von dir 20 Volt. Das kann man nämlich hier einstellen über so einen kleinen Drucktaster hier. Und da hat man dann verschiedene Kategorien, wie man das einstellen kann. Und wir wollen das Ganze mit 20 Watt und 5 Ampere machen, damit dann die Antenne entsprechend bis zu 100 Watt bekommt. Und das ist dann absolut ausreichend. Jetzt drückt mir mal die Daumen, dass das alles funktioniert. Wir schrauben das als erstes mal zusammen. Also hier bei dem Trigger sieht man einmal das Plus und einmal das Minuszeichen. Das heißt, ich gehe mit dem roten Kabel hier hinein und mit dem schwarzen Kabel gehe ich hier hinein. So, dann habe ich hier mein super Schraubenset. Alles, was ich jetzt noch zu tun habe, ist hier USB-C reinzugehen und mir dann den Strom bei meiner entsprechenden Stromquelle abzuknüpfen und natürlich das Ganze hier in der Antenne platzieren. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, und was machen wir jetzt? Ganz einfach. Jetzt stecken wir statt dem grauen mitgelieferten Kabel das hier an. Da sieht man jetzt aber auch schon ganz gut, wenn du da mal näher rangehst, dass wir da jetzt natürlich nicht diese Wasserbarriere haben. Also da muss man wirklich drauf achten. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze nur noch am USB-C-Anschluss hier anschließen. Ich in meinem Fahrzeug habe das große Glück, dass ich mir Leitungen verlegt habe, die das abkönnen, also die so viel Watt durchjagen können. Und dann mache ich nichts anderes als hier, das sieht man jetzt hier, diese rote Diode, seht ihr die? Und da schalte ich jetzt einfach so lange, bis sie blau leuchtet. Und mit dieser blauen Leuchte weiß ich, jetzt jage ich hier 20 Volt durch und das sollte absolut ausreichen. Und jetzt heißt es Daumen drücken und wir gucken, ob das Ganze funktioniert. Ab mit dir nach oben. Jetzt ist da, es ist da, es ist da und wir sind verbunden. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, somit kann man das Ganze also umgehen. Wollen wir ehrlich sein, mehr Spaß macht das natürlich dann, wenn das Originalkabel hier von Starlink irgendwann mal kommt, auch weil wir dann wieder garantiert haben, dass es alles oben wasserfest ist. Bis dahin muss man sich eben mit solchen Dingern behelfen. Ob man das gut oder schlecht findet, ist wieder eine andere Geschichte. Was es auch übrigens gibt, es gibt auch Kabel, die ohne diese Bastelei zurechtkommen. Das sind Kabel, die man verwendet, um zum Beispiel Notebooks zu laden. Ich habe mir da mal ein paar bestellt.
Die sind aber alle noch nicht angekommen, aber sobald die kommen, werde ich die entsprechend durchtesten. Und ihr findet hier unten in der Videobeschreibung dann die entsprechenden Links, wenn sie funktionieren sollten. Diese Lösung auf alle Fälle funktioniert und das finde ich schon mal cool. Gut, dann reden wir jetzt mal über mein persönliches Fazit. Also, einmal muss man sagen, ich bin schon mal ziemlich begeistert, weil das Ganze jetzt wirklich klein ist. Jetzt ist es endlich reisetauglich. Das war genau das, was ich vorher Starlink immer vorgeworfen habe. Die haben immer auf Reise gemacht und alles war so ganz toll auf der Webseite dargestellt. Aber die Realität war meines Erachtens eine andere. Es war alles super schwer, es war alles vom Stromverbrauch her ekelhaft. Das ist jetzt deutlich besser. Es gefällt mir auch von der Haptik her, es wirkt alles sehr qualitativ hochwertig. Ich finde es schön, dass man hier jetzt auch direkt den Ethernet-Anschluss hat, also man einen zusätzlichen Router ziehen kann oder auch einfach mal mit Kabel verbinden kann. Finde ich alles ganz nice. Es hat mir bei der Fahrt wahnsinnig viel Spaß gemacht, also selbst das hat funktioniert, da war ich sehr beeindruckt, das fand ich richtig cool. Was ich auch gut finde, ist generell natürlich die Versorgung, die ich damit habe. Also das reicht mir für meine Arbeit absolut aus. Selbst zum Video hochladen würde mir das richtig Spaß machen. Und was mir auch gefällt, ist, dass das integrierte WLAN wirklich weitreichend ist. Also ich kann die 10, 15 Meter vom Auto weit wegstellen und ich habe trotzdem in meinem Fahrzeug immer noch hervorragendes WLAN. Und genau das ist ja das Wichtige an diesem Teil. Was mir nicht so gut gefällt, und das ist wieder so typisch, es wird immer alles so toll beschrieben und ich kann das alles auch mit USB-C versorgen und so weiter, aber es gibt halt schlichtweg noch kein USB-C-Kabel. Und das finde ich ein bisschen kacke, da musst du dir jetzt noch selber behelfen. Aber da wird sich ja auch was tun und da soll ja wirklich bald dann auch das entsprechende Kabel auf dem Markt zur Verfügung stehen. Das wird wahnsinnig teuer werden wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch wieder wasserfest und so weiter. Für wen ist das Ganze jetzt? Wenn du jetzt einfach nur mal in Urlaub fährst, ein bisschen WhatsApp brauchst, dann ist es natürlich nicht wirklich notwendig. Wenn du jetzt aber sehr viel arbeitest und wenn du dann an Stellen bist, wo du einfach schlechtes Mobilfunk zur Verfügung hast und wenn es nur der Gardasee ist, was ich immer wieder erlebe, gerade im August, ich habe das Gefühl, wenn da wahnsinnig viele Leute in einer Funkzelle sind, dann bricht da das Netz einfach zusammen. Das ist dann wirklich sehr, sehr schlecht und dann ist das eine mega gute Alternative. Eines ist jetzt noch ganz, ganz wichtig. Das Ganze ist jetzt natürlich erstmal ein erster Eindruck. Das Ganze muss man über einen längeren Zeitraum testen. Das werde ich jetzt machen. Die nächsten 8 Wochen werde ich nur mit diesem kleinen Teil hier unterwegs sein und das für euch entsprechend auf Herz und Nieren testen. Ich fahre damit jetzt nach Österreich, nach Slowenien, nach Italien, an die unterschiedlichsten Stellen und da werde ich das ausprobieren und werde das immer wieder im Vergleich zum Mobilfunk testen. Und bleibt da sehr, sehr gerne up to date. Wer es noch nicht gemacht hat, sehr gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr da keine Informationen mehr dazu. Also um das nochmal kurz zu machen, ich glaube, wenn du einfach nur in Urlaub fahren möchtest, ein bisschen WhatsApp gucken möchtest, ein bisschen Stati gucken möchtest, dann ist das alles nicht notwendig. Wenn du aber wirklich Business machst und darauf angewiesen bist, dann glaube ich, macht das jetzt endlich mal eine richtig gute Figur. Ich freue mich da jetzt auf alle Fälle drauf, das auszuprobieren und auszutesten und bin jetzt auch gespannt, was ihr davon haltet. Deswegen schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, welche Meinung ihr dazu habt. Lasst auch super gerne einen Daumen nach oben da. Das bezieht sich dann gar nicht hier auf diese kleine Antenne, sondern das bezieht sich dann wirklich auf meine Arbeit. Denn selbst wenn ihr voll dagegen seid, hat euch ja dieses Video schon mal vor Unkosten bewahrt. So muss man es ja auch mal sehen. Naja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt immer ganz, ganz tolle Reisen, egal mit welcher Internetlösung ihr draußen am Campen seid. Ich wünsche euch wunderschöne Reisen. Das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns bald wieder. Darauf freue ich mich. Bis dahin, alles Gute und vor allem vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.